Wir sind wieder zurück mit Folge 3 unserer Decks, die wir bauen wollen für Zuschauer. Dieses Mal geht es um das Deck Bloodya, Tricks und Tomoe. Ich habe es jetzt von rechts nach links vorgelesen, aber ich denke, ihr werdet alle wissen, welche Units gemeint sind. Ich werde euch gleich zeigen, wogegen man das ganz gut benutzen kann, wie der Play ist, also wie ihr das spielen müsst und natürlich auch, wie es gerunt wird. Wir werden heute den SWGT Speedtuner nehmen, ja, aber wir werden nicht den normalen Optimizer nehmen, wir werden einfach nur den Ingame Optimizer nehmen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen und beim Nachbauen. Und jetzt haben wir ein klassisches Beispiel, wogegen wir das zum Beispiel ganz gut nehmen könnten. Ja, in dem Fall könnte uns der Ren outspeeden, das ist aber gar nicht schlimm, weil wir sind auf Full Will. Das habe ich auch schon gehabt in meinen Siege-Videos. Falls ihr die verfolgt habt, dann habt ihr das auch schon mal gesehen. Also es ist jetzt ganz wichtig, wir sind ja alle Full Will. Also selbst wenn er uns outspeedet hätte, dann hätte er seinen Skill gemacht und das wäre wasted gewesen. Wir starten auf jeden Fall mit dem Trix S2, ganz wichtig. So, jetzt gucken wir, wo die besten Debuffs drauf sind und das ist natürlich hier auf dem Raoul, weil wir sie ja gleich spreeden wollen. Deswegen geben wir das Karma jetzt hier drauf. Das heißt, wir haben im besten Fall gleich alle 4 Debuffs, die wir spreeden können. Jetzt kommt, ganz wichtig, Bloodya S3. Ihr habt ja eben gesehen, ja, das ist auch nicht schlimm gewesen. Deswegen sind beide, und das werde ich euch später zeigen bei den Runen, deswegen sind beide auf demselben Speed, damit die Bloodya genau zwischen den S2 und S3 von der Tomoe cuttet. So, jetzt machen wir das hier auf den Raoul, weil wir wollen ja ganz gerne auch den Deathbreak und die ganzen anderen Debuffs auf den Units haben. Und dann spielen wir das einfach aus. Also, das war's. Das ist jetzt wir warten jetzt einfach noch kurz ab, bis das die ganzen Debuffs dann runterticken. Der Raoul ist schon tot, wie ihr sehen könnt. Wir machen hier jetzt noch das. Die hauen wir einmal runter. Das ist jetzt auch nicht schlimm. Kann sie gerne machen. Also ich bezweifle, dass eine Savannah alleine unsere 3 Feuer-Units raushauen kann. Und dann werden wir uns jetzt angucken, wie dieses Team gerunt wird. Nachdem ich euch jetzt gezeigt habe, wogegen wir dieses Team benutzen können und wie wir das zu spielen haben, zeige ich euch jetzt natürlich, wie wir es runen. So, und ihr habt ja eben gesehen, erstes muss der Trix moven. Danach ist wichtig, dass die Tomoe dran ist und die Bloodya genau exakt dasselbe Speed hat, damit sie cuttet und dran ist und die Tomoe dann ihren S3 machen kann, so wie ich es euch gezeigt habe. Deswegen schauen wir jetzt einfach mal nach, ähm, wie wir ihn hier genau wie wir ihn am besten bekommen und können das dann hinterher alles klar. Das ist anscheinend wir nehmen das mal und schauen jetzt mal nach. Äh, ja, das ist in Ordnung. Wir gucken jetzt dann einfach mal hier in dem Speed Optimizer. Wir geben die 164 Speed ein, die wir haben. Und jetzt ist es ganz, ganz wichtig. So, wir wollen den halt, wie gesagt, schnell genug haben. Das ist wirklich ganz wichtig. Und jetzt schauen wir einfach mal, dass wir na, dass wir sie genau ein Speed dahinter bauen. Wirklich ein Speed dahinter. Und sie brauchen wir dann auch mit dem, die braucht genau dasselbe Speed wie die Tomoe, hatten wir ja gesagt. So, das heißt, wir haben hier genau unsere Werte, wie wir das jetzt haben wollen, ne? Deswegen wichtig war, dass wir den Tricks zuerst moven lassen, und dann können wir alles an ihm anbauen. So, wir haben jetzt hier die Tomoe, die ein Speed langsamer ist, das ist ganz wichtig, aber genau dasselbe Speed hat wie die Bloodya. Dadurch, dass sie im ersten Slot ist, ist sie definitiv vor der Bloodya dran, aber die Bloodya cuttet, so wie wir das alles eben im Spiel gesehen haben und wie wir das wollten.
Und deswegen zeige ich euch jetzt wieder in-game. Wir haben jetzt den Tricks erstmal fertig. Sie wollen wir auch auf demselben Set definitiv. Ich hoffe, dass wir das hinbekommen. Ich hoffe wirklich, dass wir das hinbekommen. Wir machen jetzt mal so und, ja, wir geben mal bei ihr auf jeden Fall 85 ACC ein und wir hatten ein Tempo von ihr von, 158 und es darf wirklich nicht höher sein. So, Moment. So, das muss exakt selbe Speed sein. So, das ist doch schon mal perfekt. Das kriegen wir genau hin. Moment. Wir haben vergessen, uns den, Hacker zu sperren, weil sonst nimmt er sich die Runen davon. Und das wollen wir natürlich nicht. Gucken wir jetzt, ob er trotzdem was findet. Jawohl, sehr schön. So, wir nehmen jetzt erstmal das hier und dann kann ich immer noch gucken, ob da was bei ist, wo wir ein bisschen mehr HP ist in Ordnung. Das hier dürfte das beste Value haben überhaupt. So, Damage brauchst du ja nicht, ne? Denk dran. So, das heißt, sie ist jetzt auch fertig, wir haben ihn fertig und jetzt sind wir mit ihr dran. Sie musste auch, 161 Speed haben. Ich zeige euch das noch mal ganz kurz, damit ihr das genau auch alles verfolgen könnt. Haben wir sie mit ihren 161 Speed. Wir haben alles so verteilt, wie es sein musste. Ähm, aber sie möchte ich auf Vio haben. Das ist ganz wichtig für mich. Jetzt schauen wir hier nach. Das dürften wir ja dann eigentlich hinbekommen, weil es ist ja jetzt bei dem anderen Despair gewesen. Hier haben wir das. Wir gucken auch wieder, dass sie so um die 90 hat. Man kann da vielleicht auch ein bisschen runtergehen, weil man mit den Artis auch ein bisschen was machen kann. Gucken wir mal hier nach HP gerechnet. Jawohl, und dann schauen wir mal. Aber ich denke, das dürfte eigentlich schon funktionieren. Was wir natürlich immer noch mal machen können, ist, dass wir das hier rausnehmen. Man kann da ein bisschen mit rumspielen, ob wir da überhaupt was finden. Also, ne, da haben wir doch noch was gefunden und könnten dann auch noch mal hier mit den Werten ein bisschen höher gehen. Das ist sehr, sehr gut. Da kann man halt, wie gesagt, man kann immer ein bisschen spielen. Man braucht nicht, dann unbedingt, die ACC-Rune. Da können wir dann auch noch mal gucken. Da hatten wir ihn jetzt auf Despair Will und auch bei ihm können wir schauen, ob wir ihn eventuell, ohne das ACC auf Slot 6 hinbekommen. Moment, der brauchte Sekunde, wir schauen mal eben, der brauchte 164 war das hier. Das kann man natürlich alles vorher in einem Rutsch machen. Wir wollen ihn auf, sagen wir mal, 85 haben und dann schauen wir mal, ob das überhaupt was ausspuckt. Tut es, das ist sehr gut. Aber Moment, das ist gar nicht mal schlecht. Da würden wir Moment, wir müssen die Tomoe rausnehmen. Das ist natürlich immer dieses ganze Feintuning dann, was wir machen können mit dem Ingame Optimizer. Natürlich könnt ihr das mit dem normalen Browser Optimizer auch alles machen. Das geht natürlich auch, wenn ihr damit besser, klarkommt, könnt ihr das gerne machen. Ich denke, das ist aber ganz gut hier. Das dürfte gut funktionieren, mit den, ich glaube, wir nehmen aber das hier. Hier haben wir am wenigsten Verlust an HP und auch an Dev. Also, wie ihr seht, konnten wir das noch mal alles ein bisschen optimieren. Sie hat jetzt nicht so viel HP dazu bekommen, aber er
Und dann schauen wir auch noch mal ganz kurz bei ihr drüber, ob wir das vielleicht auch noch mal austauschen könnten. Wir waren bei, 158 hier. So. Und wir wollen mindestens die 85. So, weil wir ja immer noch in den Artis ein bisschen was rausholen können. Speed, HP, HP. Natürlich, wenn ihr sehr schnell seid, könnt ihr auch hier probieren, einen HP-Slot reinzupacken. Ich weiß ja nicht, was eure Runen so hergeben, aber hier ist es zum Beispiel nicht möglich. Schauen wir jetzt mal kurz. So. Nein, das funktioniert nicht, aber ist vollkommen in Ordnung. So, das heißt, wir haben das hier alles schon mal getuned jetzt. Das passt perfekt zueinander. Und jetzt geben wir dann einfach noch die Artis. So, bei der Blattja bin ich definitiv, also habe ich auch bei mir so geruht. Ganz wichtig möchte ich gerne Add Damage haben und wir nehmen noch mal 'n S3 ACC. Das ist jetzt nicht das Allerwichtigste. Wir gucken einfach mal, was wir da finden. Ähm, na, dann nehmen wir lieber noch hier. Schauen wir mal, die linken Artis, die verteile ich nicht. Das kommt nämlich immer auf die Def an. Die linken Artis, die müsst ihr dann je nachdem, was ihr angreift, verteilen. Und auch hier, das muss natürlich gedevelt sein, ne? Aber ich denke, damit sind wir, denke ich mal, ganz fein. Für Add Damage ist es in Ordnung. Hier nehmen wir, da habe ich genommen ACC, weil bei ihm haben wir ja nur ein, da haben wir nur 85. Wir gucken mal hier, was wir hier kriegen. Äh, Da könnten wir rein theoretisch, können wir das hier nehmen. Das ist gut. Und bei der Tomoe machen wir dasselbe. Der geben wir auch ein S3 ACC. Ja, vielleicht kriegen wir da auch was anderes. Gucken wir mal. Mit Def. So viel brauchen wir gar nicht. Sie hat 100 ACC, also eigentlich brauchen wir gar kein ACC. Vielleicht kriegen wir da noch ein bisschen weniger hin, aber ich denke eher nicht. Wir gucken mal, machen wir mal auf 80 und wir hatten sie auf, Moment, 158 Speed brauchten wir sie. Vielleicht kriegen wir das ja ein bisschen noch gedrückt auf Despair Will. Und wichtig ist nämlich, wir wollen sie dort nicht auf Vio haben, weil wir wollen ja, also wir wollen nicht, dass sie prockt. Die Blattja darf procken, aber wir wollen nicht, dass die Tomoe prockt, weil wir wollen ja, wie wir eben gesehen haben, den S2 into Blattja haben und dann into S3 von ihr. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass sie nicht prockt und nicht auf Vio ist. Da kriegen wir ja doch, nein, kriegen wir doch nicht. Müssen wir schauen. Nochmal die Blattja und dann haben wir es aber auch eigentlich schon fertig. Das geht relativ schnell alles. Doch, kriegen wir hin. Das ist super. Kriegen wir noch ein bisschen HP raus. Ja, wir nehmen das hier. Kriegen wir noch ein bisschen HP raus. Das heißt, wir können dann in den Artis können wir ihr das hier geben mit dem S3 ACC und dann passt das alles so, wie es ist. Das ist Attack, das ist auch Attack. Das reicht vollkommen aus. So, und so haben wir das jetzt geruht. Wie gesagt, denkt dran, die linken Artis, die müsst ihr situativ geben. Wichtig ist wirklich zum Abschluss nochmal gesagt, ganz wichtig, Trix muss zuerst moven, dann ein Speed langsamer die Tomoe und ganz, ganz, ganz wichtig auf demselben Speed die Blattja, damit sie nach der Tomoe sofort dran ist und also reincuttet und die Tomoe dann nochmal ihren S3 machen kann.
Das testen wir jetzt auch noch mal ganz kurz, ob das so funktioniert. Und jetzt testen wir das einfach mal ganz kurz wieder an der gleichen Dev, die wir eben auch am Anfang gesehen haben, ob das alles so speedtuned ist, wie wir das auch am Anfang getestet haben. Es funktioniert. So, wir gehen das hier drauf. Hier sind die meisten drauf. Genau das wollen wir nämlich, dass jetzt die Bladia dran ist und danach die Tomoe und wir können die leer machen und können einfach weitermachen. Jetzt können wir einfach hier, ja, wir warten einfach, bis die gleich dran sind und ja, wie ihr seht, zack, 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 das geht ganz ratzi-fatzi und sehr gut. Also super, hat funktioniert. Das freut mich auf jeden Fall sehr. So, und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich freuen über ein Like und ein Subscribe von euch. Ihr wisst Bescheid. Lasst ein Abo da und damit ihr auch nie wieder verpasst, wenn ich neue Decks hochlade. Ich habe noch so viel geplant, so viele verschiedene Decks, die ich euch zeigen möchte und auch generell Weltgildenkampf, Siege, RTA. Alles Mögliche ist in diesem Kanal vertreten. Und dann freue ich mich auf jeden Fall aufs nächste Mal, wenn wir uns wiedersehen. Bye!